Ich bin gerade in der Lackdiagnose. Wie ich dabei vorgehe, zeige ich dir in diesem Video. So, es ist bei uns auch ein bisschen wie beim Arzt. Wir haben unseren Patienten jetzt schon mal ausziehen lassen. Das heißt, wir haben ihn gewaschen, von allen Kontaminationen befreit. Und bevor wir jetzt mit der Behandlung, mit der Operation anfangen können, müssen wir eine Anamnese machen. Das heißt, wir müssen feststellen, was ist denn eigentlich genau Phase und womit können wir arbeiten? Welche Vorerkrankungen hat der Patient? Diesen Prozess wollen wir hier in diesem Video einmal ein bisschen genauer erklären. Das ist quasi ein Zoom-In von unserem kompletten Fahrzeugpolierprozess, den wir schon mal in einem Video besprochen haben. Könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Kanal suchen. Heute geht es um den Bereich nach der Wäsche vor der Politur. Der erste Schritt der Lackdiagnose besteht darin, dass ich die Vorschäden aufnehme und mir auch schon einmal grob angucke, was für Oberflächenschäden habe ich, nämlich die ich beseitigen kann. Ich trage das dann, besonders die Vorschäden und die großen Kratzer, bei denen ich nicht sicher bin, ob ich sie entfernen kann, in so ein Blueprint ein. Das ist quasi eine Silhouette von dem Fahrzeug. Wir machen da tatsächlich den Extraschritt. Wir kaufen die auf blueprints.com. Die kosten, je nachdem, wie viele Credits man da kauft, da gibt es verschiedene Modelle, um die 3 bis 6 Euro, je nachdem, wie gesagt, wie viele Credits ihr da kauft. Habt ihr dann natürlich immer. Jetzt weiß man nicht, kommt nochmal ein Mazda CX-5, aber ich finde, es wirkt einfach sau hochwertig, wenn der Kunde wirklich sein konkretes Fahrzeug in seinem Baujahr hat. Und ihr könnt halt wirklich jede Stelle auf den Zentimeter genau anzeichnen, denn ihr habt hier sogar eine Skala mit dran, also einen Maßstab, sodass ihr halt wirklich, wenn es sein müsste, ausmessen könntet, wo sich der Defekt befindet. Das ist mein erster Schritt. Ich gehe einmal ums Fahrzeug, markiere hier die Bereiche. Wer aufmerksam ist, den fällt auf, wir haben hier nur eine Seitenansicht mit bei, das stimmt. Ich handhabe es so, dass ich dann in 2 Farben sozusagen markiere, Fahrerseite, Beifahrerseite, in Blau und Schwarz. Man könnte sich das auch nochmal nachbearbeiten, man bekommt auch Vektordateien, kann sich die auch nochmal kopieren, noch ein zweites Mal einfügen, aber ich finde, das reicht so vollkommen aus. Das ist der erste Schritt, das heißt, wir gehen ums Auto, markieren alle Schäden, die, sage ich mal, nach der Aufbereitung vielleicht noch drin bleiben und im zweiten Schritt gucken wir uns an, was wir für Schäden haben, damit wir am Ende festlegen können, an welchen Stellen wir unseren Testbot fahren. So, was trage ich da überhaupt für Schäden ein? Mir geht es hierbei wirklich um Lackschäden oder Schäden an der Substanz, die ich jetzt nicht durch meine geplante Aufbereitung beheben kann. Also ich trage jetzt hier nicht jeden Kratzer und jeden Swirl ein, das würde ich quasi bei der Bestandsaufnahme machen. Wenn man mit dem Kunden ums Auto geht und sagt, guck mal hier und das, dann kann man das dem Kunden nochmal eintragen. Aber mein Ziel ist es das, was ich beseitigen kann, zu beseitigen. Mir geht es jetzt wirklich darum, was habe ich hier für Schäden, die vorhanden sind, wie so Lackabplatzer, Steinschläge, eingefressener Vogelkot, Polierreste an Kunststoffteilen, wo ich noch nicht dran war, zum Beispiel, also die ich halt nicht verursacht habe. Also Macken, die wirklich kaputt sind, einfach um den Kunden dann noch was in die Hand zu geben und zu sagen, hey, guck mal, wir haben bei der Aufbereitung noch ein paar Stellen gefunden, falls du sie noch nicht kanntest, und ansonsten ist es auch sicher. Bei uns ist es, wie gesagt, in Kombination mit einer Kamera, die hier oben hängt. Das heißt, man sieht, das Auto wurde nur gewaschen, wird hier reingefahren, man sieht es auch vorher und man sieht, dass da noch nicht drin poliert wird, gerade bei Polierschäden, ne? Ein ganz wichtiges Thema. Einfach nur eher so als Service für den Kunden, weniger als Absicherung für mich gedacht. So, im nächsten Schritt, wenn ich dann am Bauteil stehe, gucke ich mir auch gleich das Lackbild an, einfach um in einem von 2 Schritten festzustellen, an welchem Bauteil ich einen Testspot mache, weil wenn hier ein besseres Lackbild ist als beispielsweise an der Tür, habe ich im Hinterkopf, okay, ich brauche vielleicht 2 Testspots. So, an der Stelle ein kleiner Trick, gerade für die Besichtigung beim Kunden. Klippt euch eure Lampe einfach, diese Handlampe hat oben einen Gürtelclip an euer Klemmbrett mit dran, an einer Stelle, wo ihr nicht schreiben müsst. So könnt ihr quasi mit dem Klemmbrett ans Auto gehen, mit der Lampe auf den Lack gucken, müsst nicht irgendwas aus der Hand legen und könnt, wenn ich jetzt hier sehe, oh, hier ist ein Kratzer, ne, die hält gut dran, selbst über Kopf hält sie. Mal kann ich das hier eintragen und habe die Lampe dann wieder am Start und es sieht einfach super professionell aus. Und, kleiner Hack, ich muss nichts auf den Boden legen, in die Tasche stecken, was auch immer. Jetzt haue ich noch einen raus, nehmt euch am besten einen kleinen Wagen, dann könnt ihr nämlich alle eure Diagnosetools gleich raufschmeißen. Und wenn ich jetzt einen Defekt sehe, bei dem ich nicht genau weiß, was es ist, wie jetzt zum Beispiel so ein Fleck, wo ich nicht weiß, ist es ein Kratzer, ist es Vogelkot, ist was auch immer, benutze ich hier einfach so ein LED-Mikroskop mit einem normalen Okular, also da kann ich reingucken, weil ich einen Vorteil habe. Ich komme gleich nochmal zu Punkt 2. Ich kann erstmal den Zoom einstellen und den Fokus. Wenn ich es dann dem Kunden zeigen will, ein Foto machen will oder euch bei Instagram oder so zeigen will, habe ich noch ein USB-Mikroskop oder ein Wi-Fi-Mikroskop, was mit dem Handy verbunden ist. Da ist aber der Nachteil, da funktioniert Zoom und Fokus über einen Regler, deswegen ist das hier ein bisschen präziser. Das heißt, wie gesagt, man kann sich ja noch ein bisschen Klebeband dran kleben oder man passt einfach ein bisschen auf. Man sollte es natürlich nur auf den Lack setzen und nicht drüber ziehen. Man versucht es hier so ein bisschen zu treffen. Dann suche ich mir entweder den Zoom, also weiter weg oder näher dran. Ich gucke immer erst mal von weiter weg, ob ich schon erkenne. Und wenn ich Position ändern will, nehme ich es kurz runter, positioniere es neu und halte es dann fest, dass es nicht hin und her rutscht. Und dann sehe ich hier super, dass es wahrscheinlich eine Verätzung oder ein Einschlag durch ein Insekt ist. Und das versuche ich euch gleich auch nochmal, wie ich es dann dem Kunden zeigen würde.
Gerade wenn es sich um Schäden handelt, die ich nicht beseitigen kann, ne, weil es halt Lackschäden sind, würde ich dem Kunden das mit so einem Wi-Fi-Mikroskop zeigen. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Spielzeug. Kostet wirklich kein Geld. Also das hier, was ich zuerst in der Hand hatte, kostet 13 € oder unter 15 € bei Amazon, verlinken wir euch hier. Das kostet unter 50, also wir haben es für 40 gekauft. Da wechseln die Preise ein bisschen, verlinken wir euch auch. Dann verbindet man sich einfach mit dem eigenen WLAN von diesem Gerät. Ist danach trotzdem im Internet, also man ist trotzdem danach mit dem LTE verbunden. Also wie auch immer das funktioniert, da kenne ich mich nicht aus. Dann hat man hier eine App bei, zack. Und dann geht man da drauf. Und dann blenden wir euch auch gleich ein, was wir dann da sehen. Manchmal braucht man noch zusätzliches Licht. Und dann legt man am besten sein Telefon irgendwo erstmal ab, um nämlich mit beiden Händen festzuhalten und den Fokus zu finden, damit man es dabei nicht auf dem Lack hin und her schiebt. Da haben wir es. Und so kann man auch dem Kunden erstens ein Foto schicken oder wenn er gleich dabei ist, ihm das gleich mit zeigen. So, wenn ich dann den Punkt gefunden habe, kann ich einfach mein Handy hier ranziehen, kann hier oben sogar ein Video machen oder einfach ein Foto, ist dann in meinen Fotos gespeichert. Und ich habe eine Diagnose, indem ich den Kunden mit ans Protokoll heften kann, den ich dem Kunden ausdrucken kann oder was auch immer mit tun kann. Genau, man kann es auch mit USB verwenden, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt hier keine Batterie oder so. Ist aber ein bisschen umständlicher. Man kann den Auslöser auch hier oben betätigen, macht dann halt ein Foto, kein Video. Das ist auch gleichzeitig der An- und Ausschalter. Und hier kann ich das Licht, was unten integriert ist, heller und dunkler machen. In der Regel nutzen wir es auf hellster Stufe, manchmal sogar noch mit einem zusätzlichen Licht von der Seite. So, und der letzte Schritt unserer Lackdiagnose, bevor es dann am Ende ans Ausprobieren, an den Testspot geht, ist das Messen der Schichtdicke. Hierbei können wir entweder ein digitales Gerät nutzen, haben wir euch ja schon mal im Testspot-Video vorgestellt, oder ein analoges und tragen die Werte dann ebenfalls in so einen passenden Blueprint ein. Finde ich beides ganz schön. Hier ist auch die Fläche groß genug, dass man die Werte wirklich gut hinschreiben kann. Kann man beides machen. Digitale Variante geht mit Sicherheit einen Tick schneller. Und dann sind wir tatsächlich endlich soweit. Dann geht es nämlich an den Testspot. Wir probieren aus, was funktioniert nicht und können dann final mit einer sauberen Diagnose unser Vorgehen festlegen. Zum Lackschichtdickenmessen haben wir ein eigenes Video gemacht, aber noch mal kurz ein kleiner Trick. Türinnenkante messen, um einfach einen Referenzwert zu finden. Vor allen Dingen diese Innenkante hier ist meistens mit einer sehr, sehr, sehr dünnen Klarlackschicht lackiert. Und dann wissen wir jetzt in diesem Fall, wir haben sehr wenig Klarlack, so 10 bis 15 μ. Aber man hat ungefähr eine Idee, wie viel Klarlack vorhanden ist, einfach so als Referenz, weil auch wir können uns keinen 5.000 € Lack-Ultraschall leisten, beziehungsweise würde sich definitiv nicht lohnen. Deswegen ist das hier eine ganz gute Idee. So, auf den Testspot gehe ich jetzt nicht näher ein, dazu haben wir ein ausführliches Video gemacht. Und wenn ihr uns mal schön daneben greifen sehen wollt, wir haben auch ein Testspot-Fail-Video auf Unischwarz gemacht, der gründlich in die Hose ging, einfach mal zu sehen, wie wir so diesen ganzen Prozess des Testspots gestalten. Wenn wir dann den Testspot haben, kennen wir unser Vorgehen. Da nochmal kurz die Erinnerung. Beziehe die Lackschichtdicke und das Lackbild ein, um vielleicht auch 2 Testspots fahren zu müssen, weil einfach ein anderes Bauteil anders zerkratzt ist oder anders lackiert wurde. Nur noch mal für den Hinterkopf. Ansonsten war es das mit der Lackdiagnose. Jetzt geht es ans Schindern. Jetzt wird der Wagen poliert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein.